Willkommen zurück beim Thomas Was Alone Let's Play Folge 2 und es geht einfach nahtlos an die erste Folge weiter und wir genießen weiterhin die schöne Stimmung im Spiel. Wir nehmen jetzt mal wieder John und mit John müssen wir da irgendwie... Ja. John was happy to keep helping. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys. Aber sie haben sich ja gerade gegenseitig geholfen. Es war ja nicht alles nur Johns Arbeit. Also, Thomas ist der rote, Chris ist der orangene und John der gelbe große. Hä? Krass. Oh, muss ich da jetzt schon wieder so... Schon wieder sowas Verrücktes machen. Ist echt manchmal ein bisschen tricky, wenn man so Pixel genau die Dinger stapeln muss. Nur weil Chris so fett ist. Ach, da kommt er auch nicht hoch. Was ist denn mit Chris los? Nein, Sprung verpasst, sonst hätte ich es wahrscheinlich drauf geschafft. Ah, das hat er aber geschafft. Selbes Spiel wieder. So. 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 Komm, da kommt doch drauf. Nein, kommt da auch nicht hoch. Ich unterschätze den Chris so dermaßen irgendwie. Ich denke immer, der könnte ein bisschen höher springen. Ja, und der springt halt einfach 2 Stufen auf einmal. Auch hier müssen wir erst Chris hoch. Die anderen 2 kommen, glaube ich, alleine hoch. Oh, krass, alle auf einmal. He didn't mind them so much either. The red one, Thomas, had a charming way of applauding every time John jumped. Nice. Okay. Oh, das hat ja ganz gut gepasst eigentlich. Gleich in der richtigen Reihenfolge. The angry orange one was less immediately likable, but his unremitting cynicism and tutting amused John. Ach, das geht wieder nicht, wenn der ganz dran steht. Nice. Dann er. Und dann John, der Boss. Okay. This was interesting. A floating target. This would require coordination, balance, and timing. Okay. Sieht so aus, als ob es John jetzt was sure the bewegende dots Portale would be gibt. lost, but he was happy to guide them to triumph. Okay, unten muss der Dicke hin. Maybe that's what the dots were for. Ah, They doch were kein... there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. John liked the thought. He decided to keep them. Ah, okay. Oh Mann. Das wird, glaube ich, echt noch tricky, das Spiel irgendwann. Ich dachte jetzt, es wären bewegende Targets mit Floating, aber es war gemeint, dass einfach nur eins, das in der Luft hängt. Oh, neue Musik.
neue Variations vielleicht. Oh, nice. So, this was how Claire would die. She knew it would happen eventually. Claire. She was rubbish at jumping, and she moved slowly. She felt a little like her continued existence was breaking some kind of natural order. Nicht sterben. The crumbling pillar was a dramatic death, she supposed. Jetzt musst du irgendwo Ziel kommen. Wait, Nein. what? Claire couldn't shake the feeling that she was not, in fact, dead. It was at that moment that Claire realized she had superpowers. Schwimmen sind Superpower. Wie geil, Mann. She'd need a cape. There was no getting around that. You couldn't be a superhero without a cape. Claire didn't want confusion. If you saw a cape, that made matters clear. You knew what you were dealing with. Claire was all about communication. Ist jetzt tatsächlich? You know, floating in water, which was her superpower. Auf den gelben drauf, der Arme. Der arme John. Okay, ob ich da rüberkomme mit einem Ding? Nein. Oh, gerade so abgebremst. Ich habe gesehen, dass es glaube nicht reicht. Wo sind jetzt eigentlich die anderen? Chris und John. Chris und Thomas. Thomas ist gar nicht mehr da. Das Spiel heißt... Ah, da sind sie doch. All right. Fear not, my skinny friends, for I am Claire, and I will save you. Die sind Claire alle schon needed to gestartet. come up with a superhero name as soon as possible. Claire was rubbish. Nein, nein. Oh, das ist echt gar nicht so einfach. Du musst eigentlich immer unten gucken, wo die Markierung ist. Damit man nicht immer die falschen Charaktere auswählt. Ah, steigt das Claire Wasser hier. arrived just in time, which was, ja. of course, the perfect moment for superheroes to arrive. Ich glaube, sie würde jetzt sterben. Sollen wir es ausprobieren? Ne, wir probieren es nicht aus. Ui, sie wäre, glaube ich, fast gestorben. Was passiert jetzt? So, ich muss... Natürlich kann ich die auch bewegen. As the water began to rise, Claire vowed to save this little rectangle in as many restarts as it took. Na! Oh Mann, das ist doch so offensichtlich. Was mache ich denn? Claire arrived just in time, which was, of course, the perfect moment for superheroes to arrive. Okay, das hätte echt nicht sein müssen, dass sie jetzt die gleiche Stimme nochmal machen. Ja, hüpf rüber. Ah, die kommt da nicht mehr hoch. Okay, aber jetzt wissen wir es, den gleichen Fehler machen wir definitiv nicht nochmal. As the water began to rise, Claire vowed to save this little rectangle in as many restarts as it took. Jetzt bleiben wir einfach drauf. Oh, links ist ein... Claire wondered if Thomas would make a good sidekick. Wie soll man denn... Ah, da muss man im Voraus raufspringen. Aber ich will... Die Dinger, das nehme ich mir jetzt einfach mal als Ziel fürs Let's Play, die will ich alle einsammeln. Claire So ein bisschen arrived Challenge just in zu time, haben. which was, of course, the perfect moment for superheroes to arrive. Das heißt, ich muss mit dem Roten wahrscheinlich das einsammeln. Also mit dem Thomas. Das heißt... As the water began to rise, Claire Links. vowed to save this little rectangle in as many restarts as it took. Zweit. Da muss ich jetzt einfach hochspringen. Claire wondered if Thomas would make a good sidekick. Oh, genau so. Nice.
was she more the lone Avenger type? Hidden She's like depths. that. The sole hero in a world of rectangles and conveniently placed pools of toxic water. Yay! Ist hier noch irgendwas? Achso, die muss ja auch rüber. Oh nee. Ist ja noch dicker. Vor allem, dass John dann nicht zusammenbricht, wenn die da drauf steht. The others told Claire that staircases were a bit of a fixture here. Claire wondered why the world made it so difficult. Aber sie kann man gut als Transportmittel nehmen, also kann man alle drauf parken und dann durch die Levels durchlaufen. Okay, das können wir schon mal hier bleiben. Achso, das irrt ins Wasser. So. Läuft. Geht das? Nee. Achso. Dann wieder mit dem drüber springen. Nein, was mache ich denn? Manchmal ist es so offensichtlich irgendwie und man übersieht es einfach, dass man ja den anderen Charakter nehmen kann und dann drüber springen. Claire probably needed a nemesis. A villain who would show their true colours at the worst possible moment, hurting all she held dear. Chris was the most obvious choice. He seemed stroppy enough, and his jump was so pathetic that it conveniently avoided Claire's insecurities. Ich glaube, ich muss den hier lassen. Yes, Chris. Diabolical Chris. The fiendish Christopher. Ich muss den hier lassen. Okay. Auf jeden Fall gibt's drüber einen Knopf. Ich darf, glaube ich, nicht so schnell fahren. Oder wenn wir schwerer sind? Nee, das macht nichts aus. Okay. Kann jemand so. Oder, vielleicht kommt der auch alleine rüber, fällt mir gerade mal auf. Ja. Aus dem Wasser kann sie irgendwie voll hochspringen. Ach, das Wasser ist immer noch da. Oh Mann. Uis. 2. 3. Nein! Oh Mann. Zu weit gesprungen. So. Nächstes Level geschafft. Jetzt dürfte doch mal wieder ein neuer Charakter kommen. Wait, What? where's Chris gone? Was he off somewhere? Plotting Claire's downfall? If Claire was honest, and she had to be because she was a superhero, this was a troubling turn of events. Still, there were reasonably sized bodies of water to cross. Alle runter.
Hoffen wir, dass wir da drüben die Claire nicht mehr brauchen. Ja, passt. Nein. Das Game wäre, glaube ich, auch interessant zum Speedrunnen. Man muss sich halt echt ganz genau überlegen, wann man welchen Charakter wohin tut und so. Wäre, glaube ich, ziemlich cool. Platforms over water, eh? Claire's newly heightened senses told her that there were multiple paths across with various possible configurations of the little posse. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm, da kann ich ja eh rüberspringen. Sieht gefährlicher aus, als es ist. Und mit der Claire kann ich da jetzt wahrscheinlich sogar drauf springen. Zack! Dem komme ich eh rüber. Wow, ich war gerade im Wasser und bin nicht gestorben. Also die Füße davon wohl ins Wasser reinhängen. Nein! Ah, diese Physik. Really well. Claire hoped she could get them all across. John was fully aware he could do this alone. Thomas hoped he'd never have to. Oh, was passiert? Die Dicke. Nice. Oh. Stacheln. Oh, das Leveldesign sieht gerade so ein bisschen aus wie bei VVVVV. Mit den Stacheln und so. Okay, vielleicht musst du da den Schwung mitnehmen. Nee. Krass. Ah, man kommt so hoch. Okay. Claire was alone, which was odd, because she wasn't meant to be alone. She needed to be where there were rectangles to save. Being the only superhero in a given space kind of defeats the object. Stimmt. Spikes? That was new. Claire avoided them. She decided they were most likely her kryptonite. Not the rubbish red kryptonite either, the proper radioactive green stuff. Okay, müssen wir wahrscheinlich drüber kommen, oder? Nee. Ah, wir können ja im allerletzten Moment abspringen. Okay. Uiuiui. Oh, Scheiße. Okay, man muss echt drauf achten, dass man... Ja, das ist ja auch nicht so fair. Oh, das war Pixel Perfect. Pixel Perfect Jump. Ja, das ist das gleiche Level nochmal, oder? Das wäre sehr einfallslos. Wow. Deja vu. The world was repeating. And this time Thomas was here. Claire felt something had gone wrong. There was a disturbance in the force. Ich kann nicht mehr springen, glaube ich. Something had altered the matrix. The world was reacting to their progress. It was amassing its forces. It was plotting against them. Verstehe ich jetzt nicht wirklich was anderes. Finally had a nemesis. Was da anders sein soll. Ah, okay, es bewegt sich, ich glaube, schneller. Gefühlt zumindest. Okay, das ist gar nicht so cool. Ah, das war auch Pixel Perfect. Geht doch. Jetzt wollen wir das aber nicht 4-mal machen, oder? Das wäre blöd. Oh, es gibt, glaube ich, wieder was Neues. Bin mal gespannt, was das jetzt genau ist. Von der gerade geredet hat. Oh, einen neuen Charakter. Okay,
wir sind gerade wieder, haben eigentlich wieder ganz genau eine Folge voll. Und ja, in der nächsten Folge gibt es dann den neuen Charakter und der sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Ich bin mal gespannt, was der so Tolles kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.